Viele Menschen denken, Manifestieren sei ein Geheimnis. Etwas, das nur für besonders spirituelle oder besonders glückliche Menschen funktioniert. Aber hier ist die Wahrheit. Du manifestierst bereits, und zwar ständig. Ob bewusst oder unbewusst, dein Leben ist ein Spiegel deiner Überzeugungen, deiner Gedanken, deiner Gefühle. Du musst das nicht lernen. Du musst dich nur erinnern. In den nächsten Minuten zeige ich dir, wie Manifestieren wirklich funktioniert, was dein Gehirn, deine DNA und deine Gedanken damit zu tun haben. Und wie du Schritt für Schritt deine Realität veränderst, von innen nach außen. Das ist keine Magie, das ist Biologie und es ist Bewusstsein. Wenn du bereit bist, das Steuer deines Lebens wieder selbst in die Hand zu nehmen, dann bleib jetzt dran, denn vielleicht beginnt dein neues Kapitel genau hier. Du manifestierst nicht erst, wenn du ein Vision Board bastelst oder wenn du dir einen Kristall unter dein Kopfkissen legst. Du manifestierst in jedem einzelnen Moment, denn dein Leben, so wie es jetzt ist das Ergebnis deiner vergangenen Gedanken, Emotionen und Überzeugungen. Vielleicht schaust du dich um und denkst, das hier, das habe ich nicht bewusst erschaffen. Und ja, bewusst vielleicht nicht, aber unbewusst doch, denn Manifestation ist kein neues Trendwort. Es ist ein natürlicher Prozess, den wir Menschen seit Jahrtausenden nutzen, oft ohne es zu wissen. Alles beginnt mit einem Gedanken. Ein Gedanke ist Energie und Energie will sich ausdrücken. Dein Gehirn sendet diesen Gedanken an dein Nervensystem, an deine DNA, an dein Energiefeld und plötzlich beginnt dein gesamtes System auf diesen Impuls zu reagieren. Aber hier wird's spannend. Nicht nur dein Körper reagiert, auch dein Umfeld, denn Gedanken sind Wellen und Wellen senden wir aus. Was passiert also, wenn jemand auf deiner Wellenlänge ist? Diese Person nimmt, unbewusst, deinen Gedanken wahr. Ein Resonanzfeld entsteht. Und genau so kommt es zu diesen Momenten, wo du jemanden anrufst und er sagt, witzig, ich habe gerade an dich gedacht. Das ist kein Zufall, das ist Frequenz. Und wenn du begreifst, dass du schon jetzt manifestierst, dann kannst du anfangen, es bewusst zu tun. Gedanken sind keine bloßen Ideen, sie sind elektrische Impulse mit enormer Wirkung. Jeder Gedanke erzeugt nicht nur eine Information, er löst auch eine biochemische Kaskade in deinem Körper aus. Das beginnt in deinem Gehirn und geht weiter bis auf Zellebene. Was viele nicht wissen. Deine Gedanken beeinflussen direkt deine DNA-Aktivität, nicht indem sie deine Gene verändern, sondern indem sie bestimmen, welche Gene an- oder abgeschaltet werden. Diese kleinen Schalter, sogenannte epigenetische Marker, entscheiden darüber, ob deine Zellen eher Stress oder Heilung produzieren, ob dein Immunsystem gestärkt oder geschwächt wird, ob dein Körper Energie speichert oder verbrennt. Mit anderen Worten, dein Denken schreibt an deinem biologischen Betriebssystem. Aber es hört nicht bei deinem Körper auf. Jeder Gedanke erzeugt auch eine emotionale Resonanz. Denk einmal an einen wunderschönen Moment. Vielleicht warst du am Meer, barfuß im Sand, die Sonne im Gesicht. Allein die Erinnerung daran verändert sofort deinen Zustand. Jetzt denk an eine schmerzhafte Erinnerung, was passiert. Sofort zieht sich etwas zusammen. Dein Atem stockt, dein Bauch spannt sich an. Das zeigt, Gedanken und Gefühle sind untrennbar. Und genau diese Kombination ist das, was Manifestation so kraftvoll macht. Denn je öfter du in eine bestimmte Richtung denkst und fühlst, desto stärker wird dieser Impuls. Und dein Gehirn, dein Körper, dein Umfeld fangen an, diese Realität zu bestätigen. Deshalb ist der erste Schritt immer, beobachte, was du denkst. Denn du denkst nicht nur über dein Leben nach, du erschaffst es gerade. Stell dir vor, jeder Gedanke ist wie ein Pinselstrich auf der Leinwand deines Lebens.
Ein einzelner Gedanke, kurz gedacht, nicht wiederholt, ist wie ein leichter Hauch Farbe. Er verfliegt. Aber wiederholst du denselben Gedanken immer wieder, wird aus dem Pinselstrich ein Muster. Und aus dem Muster wird ein Bild. Ein Gesamtbild, das du Überzeugung nennst. Und dieses Bild, diese Überzeugung, wirkt wie ein Autopilot. Denn dein Gehirn liebt Effizienz. Es will Energie sparen, daher merkt es sich, was du häufig denkst. Es erstellt daraus eine Art Shortcut, eine neuronale Autobahn. Und diese Autobahn sagt dir dann, so ist die Welt. So bist du. So funktioniert das Leben. Du glaubst zum Beispiel, ich werde nie genug Geld haben. Oder ich bin nicht gut genug. Diese Gedanken tauchen nicht mehr einzeln auf. Sie sind verankert. Sie laufen im Hintergrund, Tag für Tag. Und genau das ist das Gefährliche. Du merkst nicht mehr, dass du denkst, aber dein System reagiert trotzdem. Deine Emotionen, dein Verhalten, deine Entscheidungen, alles basiert auf diesen Überzeugungen und du beginnst Beweise zu sammeln. Der geplatzte Auftrag, die zerbrochene Beziehung, die Absage. Aber was, wenn es andersherum funktioniert? Was, wenn du beginnst, ganz bewusst neue Überzeugungen zu wählen? Ich bin ein Mensch mit etwas zu geben. Ich ziehe die richtigen Chancen an. Ich bin bereit zu empfangen. Wenn du diese Gedanken regelmäßig wiederholst, dann formst du neue Autobahnen und plötzlich reagiert dein System mit Vertrauen statt Angst. Das ist keine Magie, das ist Neuroplastizität. Dein Gehirn verändert sich, je nachdem, womit du es fütterst. Dein Leben ist kein Zufallsprodukt. Es ist eine Antwort auf das, was du sendest. Und was du sendest, ist kein leeres Wünschen, sondern Energie in Bewegung. Diese Energie besteht aus deinen Gedanken, Gefühlen und deinem inneren Zustand. Du kannst es dir vorstellen wie einen Radiosender. Du sendest aus, ständig. Und je klarer deine Frequenz ist, desto gezielter empfängt das Leben deine Botschaft. Menschen reagieren auf dich, nicht nur auf deine Worte, sondern auf das, was unausgesprochen mitschwingt. Wenn du in einem Raum auftauchst, spüren andere, ob du in dir ruhst, ob du Klarheit ausstrahlst oder Unsicherheit. Und das beeinflusst, was du im Außen anziehst. Nicht im Sinne von Universum, bitte gib mir, sondern im Sinne von, du wirst zu einem Menschen, auf den neue Möglichkeiten reagieren. Wenn du zum Beispiel glaubst, ich habe nichts zu bieten, dann wirst du automatisch zögern, dich kleiner machen, Chancen übersehen. Aber wenn du beginnst zu fühlen, ich bin bereit, ich habe etwas zu geben, dann sprichst du anders. Du gehst anders auf Menschen zu. Du entscheidest anders. Und genau das öffnet Türen. Denn manifestieren bedeutet nicht, dass plötzlich alles vom Himmel fällt. Manifestieren heißt, du veränderst deine Energie und dadurch deine Handlung. Und dein Handeln schafft neue Realität. Ich kenne eine Klientin, die sagte, ich habe jahrelang gewartet, dass sich endlich was tut, bis ich verstanden habe, ich bin diejenige, auf die ich gewartet habe. Seitdem geht sie neue Wege, spricht mutiger über ihre Ideen und hat innerhalb von Monaten mehr erreicht als in den 5 Jahren davor. Nicht, weil sie mehr wusste, sondern weil sie sich neu entschieden hat. Gedanken sind kraftvoll, aber Gefühle sind der Verstärker. Sie machen aus einem leisen Wunsch ein kraftvolles Signal. Du kannst dir das so vorstellen. Ein Gedanke ist ein elektrischer Impuls. Ein Gefühl ist das magnetische Feld, das ihn in Bewegung setzt. Das heißt, was du fühlst, entscheidet über die Reichweite deiner Energie und darüber, was du anziehst. Ein kurzer Gedanke wie ich bin bereit für Liebe verändert noch nichts, solange dein Gefühl dabei sagt, aber ich bin nicht gut genug. Dein Gefühl überstimmt deinen Gedanken. Immer.
Deshalb ist es so wichtig, dass du lernst, deine Gefühle bewusst zu lenken, nicht zu unterdrücken, sondern zu regulieren. Frage dich morgens, wie will ich mich heute fühlen? Nicht, was muss ich alles schaffen, sondern welche Energie will ich heute in mir tragen? Denn deine emotionale Grundfrequenz beeinflusst, wie du auf Herausforderungen reagierst, wie du mit anderen in Beziehung gehst und wie viel Mut du dir selbst zutraust. Das Schöne ist, Gefühle sind formbar, sie kommen und gehen. Du musst ihnen nicht ausgeliefert sein. Ein einfacher Trick. Wenn du dich klein, ängstlich oder blockiert fühlst, setz dich hin. Schließ die Augen und erinnere dich an einen Moment, in dem du dich kraftvoll und sicher gefühlt hast. Spür dieses Gefühl, lass es größer werden, halte es für 90 Sekunden. Das reicht, um deine innere Frequenz neu zu kalibrieren, denn deine Realität folgt deinem emotionalen Zustand, nicht deiner Wunschliste. Du manifestierst nicht mit deinem Wunsch, du manifestierst mit deiner Entscheidung, nicht ich hoffe, dass es passiert, sondern ich bin bereit, in diese Version meiner selbst hineinzuwachsen. Und genau das ist der Unterschied. Die meisten Menschen warten auf ein Zeichen, auf Sicherheit, auf ein Wunder im Außen, aber das wahre Wunder beginnt in dir. Im Moment der Entscheidung, wenn du beginnst, neue Gedanken zu denken, neue Gefühle zuzulassen und neue Handlungen zu setzen, dann ändert sich deine Frequenz und mit ihr deine Wahrnehmung, deine Entscheidungen, deine Ergebnisse. Du wirst bewusster, mutiger, klarer und plötzlich öffnet sich ein Weg, der vorher gar nicht sichtbar war. Denn das Leben reagiert nicht auf das, was du willst, sondern auf das, was du bist. Also, frag dich heute, welche Version von mir möchte ich leben? Wie denkt, fühlt und handelt diese Version? Und dann beginne jetzt genau das zu verkörpern, nicht perfekt, nicht fehlerfrei, sondern mutig. Mach aus deiner Energie eine Entscheidung, mach aus deiner Entscheidung ein Verhalten und mach aus deinem Verhalten ein neues Leben, denn du bist nicht hier, um zu hoffen, du bist hier, um zu erschaffen. Schreib mir in die Kommentare, welche Überzeugung willst du heute loslassen und welche neu wählen? Wenn dich dieses Video inspiriert hat, like es, abonniere den Kanal und teile es mit jemandem, der gerade an sich selbst glauben darf. Veränderung beginnt mit dir und sie beginnt jetzt.